Frohes neues Jahr wünsche ich euch. Willkommen in 2025. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Stefan, aka HSPLP, seit fast 14 Jahren hier aktiv auf YouTube. Wenn du also neu bist und Interesse hast an meiner EA-FC-Karriere, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und auch ein kostenloses Abo, denn wir starten jetzt nämlich rein in Saison Nummer 3 mit Preußen Münster. Ihr habt es entschieden, die neuen Trikots werden dann auch im nächsten Part zu sehen sein, beim Auftaktspiel in Hoffenheim. Wir werden uns heute mal so ein bisschen um den Kader kümmern. Ja, wir werden so ein paar Transferverhandlungen führen. Ich werde versuchen, mit dem wenig Geld, was wir zur Verfügung haben, auch ein paar Verstärkungen zu holen. Deswegen wird diese Folge eine Menüfolge, möchte ich mal sagen. Ja, wie gesagt, Transfers, wir schauen uns die Jugendspieler an, unsere Scouts waren wieder unterwegs und genau, wir starten jetzt mal rein. Ich hoffe, ihr seid gut reingestartet ins neue Jahr, habt ein bisschen gefeiert und seid jetzt wieder hellauf, was in diesem Jahr bei mir alles passieren wird. Ich lasse das auf mich zukommen. Ich möchte auf jeden Fall Spaß haben. Das ist die oberste Priorität. Und von daher starten wir jetzt mal rein hier mit Preußen Münster. Ich würde euch gerne mal zeigen, wo wir stehen. Also ich habe schon mal einen Spielertransfer getätigt. Und zwar habe ich ja gesagt, ich würde eventuell für Fridjonsson so einen Ersatz holen. Vielleicht einen Stammstürmer mit Potenzial, der auch eine höhere Stärke hat als Fridjonsson. Das hat er auf jeden Fall. Und es ist Nacho Ferri geworden, mit einer 71, hat auch großes Potenzial. Der hat ja beim 1. FC Köln noch letzte Saison gespielt. Da habe ich gesagt, ach, der wäre doch ganz geil für uns. Und jetzt ist er bei uns. Also Nacho Ferri vorne, erster Stürmer, dahinter eventuell Hekimoglu. Listisch, theoretisch hat er auch noch was mitzureden. Also Listisch, den haben wir auch noch geliehen. Rechte Seite, wann er bleibt, Remberg, Castaneda, weiß ich nicht, ob ich da auch nochmal Ersatz hole. Je nachdem, wie viel Geld da ist. Dann habe ich auf der linken Seite den Plan, dass ich Jongwa einen nach vorne ziehe und dafür Kai Wagner hole aus den USA. Das wird aber ziemlich schwierig, weil der hat schon einen Marktwert von 9 Millionen und wir haben, das zeige ich euch jetzt mal, aktuell 14 Millionen Budget zur Verfügung. Also es wird ziemlich haarig. Des Weiteren habe ich natürlich schon mal ein paar Leute auf unsere Transferliste geholt. Ihr seht, da sind ein paar große Talente mit dabei. Bergwall war unter anderem auch ein Vorschlag in den Kommentaren. Der ist aber leider verliehen an die Tottenham Hotspur. Das heißt, den kann ich schon mal runternehmen. Den werde ich leider nicht verpflichten können. Oskar Schwartau zum Beispiel, ein Däne fürs zentrale offensive Mittelfeld, hat auch ein hohes Potenzial. Diao Dionne, der war ja bei Heidenheim in unserer zweiten Saison, glaube ich, oder in der ersten Saison Relegation hat er ja gegen uns gespielt. Dann haben wir unter anderem Finlay Buckley, den habe ich mal mit draufgenommen, weil der hat eine Freigabesumme von 97 Millionen. Der ist 19 Jahre alt, das heißt, der kann nicht so schlecht sein. Und dann habe ich natürlich so ein bisschen auf den Wert geguckt. Hier sind ganz viele Jugendspieler mit dabei, Ibrahim Ali zum Beispiel mit 18 Jahre, Mohamed Daba von St. Pauli, Artur Chavez ist mit 25 Jahren schon ein bisschen gestandener Profi. Dann haben wir unter anderem Mladen Cvetinovic vom FC Ingolstadt. Also ich muss halt bei solchen Vereinen nachgucken. Ja, oder halt hier bei den Philadelphia Unions. Kai Wagner, Linksverteidiger, damit ich Jongwa einen nach oben ziehen kann. Das sind halt so die Überlegungen und ich würde da mal beginnen. Einen Kauf vorschlagen. Ich werde die Freigabesumme nicht bezahlen. Ich werde nämlich in die Verhandlungen gehen. Der hat einen Marktwert von 6,1 Millionen, 6,5 Millionen. Ich bin sehr gespannt, ob ich das hier hinkriege mit meinen Verhandlungskünsten. Die alten Trikots sind noch da. Ich habe noch nicht die neuen in die Mod reingetan, deswegen nicht wundern. Lasst euch noch ein bisschen überraschen. Ihr könnt ja selber sehen, welche Trikots gewonnen haben. Von daher ist das auch jetzt keine große Überraschung mehr. Ich freue mich so. Jetzt bin ich mal gespannt. So, hello, welcome to Münster. Hope you had a good flight. Let's, handeln wir hier einen new Vertrag aus. So, mal gucken. Also, Transfersumme bieten. Was würden wir denn am Anfang bieten? Würde ich 6,5 Millionen, 6,1 Millionen können wir ja mal machen. Ich würde erstmal ein bisschen unter Marktwert gehen. Wahrscheinlich geht das direkt schief. Ich würde mal direkt, 6,4 Millionen. Der ist halt auch schon 29, ne? Das heißt, es wird wahrscheinlich sein letzter großer Vertrag in Deutschland werden. Der will nochmal zurück in die Heimat kommen. Ich mache mal 6,4 Millionen, was wahrscheinlich entweder zu viel sein wird oder zu wenig. So, und dazwischen gibt es bei mir nicht. 7,1 Millionen wollen die haben. Ja, die Spannungen sind gerade auch okay. Also wir nähern uns ein bisschen an. Wir machen mal ein Gegenangebot. Ich möchte denen ja auch ein bisschen entgegenkommen. Wir gehen mal ein bisschen höher. Wir gehen jetzt mal auf 6,5 Millionen. Das wäre genau der Marktwert. Vielleicht würden sie uns ja auch noch ein bisschen entgegenkommen. So schnell geht das. Also von 7,1 Millionen geht der Vertreter. Thank you very much. Have a good flight. But we speak a little bit later, okay? We have verhandeln the Gehalt ein bisschen mehr. You know? So, also das war schon mal eine erste Annäherung. Dann ist halt die Frage, ich bräuchte halt wirklich fürs zentrale Mittelfeld noch jemanden, aber auch für die Innenverteidigung. So ein Chavez zum Beispiel, die haben ja auch alles hohes und gutes Potenzial. Das Problem ist halt, ich brauche jetzt Spieler, die möglichst eine hohe Stärke haben und das möglichst für eine Saison auch gestreckt, weil wir auch in der Conference League spielen. Aber da halt auch in den Playoffs erst, bin ich der Meinung, ich bin mir da echt nicht sicher,
mit Wagner verhandeln. Achso, wir können schon das Gehalt aushandeln. Warte mal hier, eigene Angebote. Aha, geht schon. Der Vertreter ist gleich mal hier in Deutschland geblieben. Okay, then we go over to the next step. Now, the salary. You know, here in Germany, the salary is not so high, because then we have to have, a little bit of Verhandlungskünste now. So, Kai Wagner ist mitgekommen. Hat sich schon mal ein bisschen hier umgeguckt in Münster. Schöne Stadt auf jeden Fall. Gutes neues Stadion. Stadion wurde auch ausgebaut. Seht ihr dann auch im ersten Heimspiel. Ich habe mit der UEFA so ein bisschen gesprochen. Da wir jetzt international spielen, brauchen wir ein bisschen mehr Kapazität. Und von daher wurde das Stadion innerhalb von wenigen Wochen rundum erneuert, ausgebaut, was für deutsche Verhältnisse gar nicht möglich ist. So, also Kai Wagner wäre auf jeden Fall Schlüsselspieler. Das ist ganz klar. Du bist bei uns gesetzt, linke Verteidiger. Dann können wir Jongwa einen nach vorne ziehen. Der kann auch linkes Mittelfeld spielen. So, der hat auch nicht so hohe Gehaltsvorstellungen. 9.100 hat er bislang. Komm, der letzte große Vertrag. 5 Jahre. Machst du? Vielleicht auch nur 3. Oh, wenn nur 2 Jahre. Ja gut, ist egal. Nehmen wir auch nur 2 Jahre. Du spielst nämlich Conference League. Das spielst du mit Philadelphia Union nicht. Spielst du nicht international wahrscheinlich. Okay, die Kaffeetasse ist auch schon öfter benutzt worden und war nicht in der Spielmaschine. So, wir machen hier keine Freigabesumme. Braucht er, glaube ich, nicht. So, jetzt müssen wir jetzt über das Gehalt reden. So, mein Freund, was willst du? 9.100, also du kommst auf jeden Fall in den 5-stelligen Bereich. Ja, 10.000 ist immer so die Grenze. Der würde nur 900 € mehr verdienen als bei Philadelphia. Also er wird auf jeden Fall zu den Bestverdienern gehören. Ich fange mal an mit 12.000 und wenn du noch 10.000 € Einstiegsbonus dazu gibst, dann ist das meistens auch schon ganz gut. Dann würden die das, glaube ich, annehmen. Mal gucken. Is this enough for you? Achso, du sprichst ja Deutsch, Kai Wagner. Komm, Kai. Ach du Scheiße. Okay. Einstiegsbonus 100.000 €. Die Dame will's wissen. 560.000 €, wenn wir 20 Spiele ohne Gegentor machen. Da müssen wir nochmal ran. Das ist mir definitiv zu viel. Also 560.000, Junge. Hackst du? Du bist in der Bundesliga zwar, aber du bist in Münster. Du bist nicht in Dortmund oder nicht in München. Einstiegsbonus 100.000. Aber wir machen das schon. Alles gut. Gehalt und Einstiegsbonus ändern. Gehalt, da müssen wir ein bisschen runtergehen. Dann machen wir 20.000 €. 15.000 € Gehalt kann ich mitgehen. Aber Einstiegsbonus, 100.000, das geht nicht. Das können wir nicht machen. So, den Bonus entfernen. So, was sagt er dazu? Noch ein bisschen ausgehandelt. Das ist eine schwere Verhandlung. Das ist auch kurz vorm Abbruch. Die Stimmung kippt so ein bisschen. Kai Wagner sagt dazu nichts. Er darf nichts sagen, er will nichts sagen. Er hat wahrscheinlich so eine Fußfessel, dass bei jedem Wort, was er sagt, er direkt einen Schock bekommt. Also so einen kleinen Elektroschock. Ja, ich bin eigentlich gezwungen, das Angebot anzunehmen. Weil ich glaube, das nächste Mal wird er, glaube ich, ablehnen. Na komm, wir gehen mal nach. Wir wollen ja auch einen guten Spieler haben. Wir wollen, dass du dich hier wohlfühlst. Also kriegst du dein Gehalt, kriegst auch deine 96.000 Einstiegsbonus. Obwohl das definitiv zu viel ist, bin ich der Meinung. Aber gut, was willst du machen? Wir haben unseren zweiten Neuzugang nach Nacho Ferry. Hauen wir Kai Wagner aus Amerika. Ja, wo liegt denn jetzt Philadelphia? In welchem Staat? Kalifornien? Nein. Wo liegt Philadelphia? Schreibt es in die Kommentare. Bis das Video draußen ist, weiß ich es dann wahrscheinlich. Also hier, dieselben Szenen wie immer, brauchen wir gar nicht uns weiter anschauen. So, Philadelphia, 6,5 Millionen, wahrscheinlich ein, was kriegen wir, ein C, ja. Habe ich mir schon gedacht. Ich glaube, wir hätten beim Einstiegsbonus hätten wir noch ein bisschen drücken können. Aber er hat eine 76, von daher unser neuer Linksverteidiger. Neuer Starspieler, bester Mann, linke Seite gehört ihm. Dazu haben wir noch Kaba in der Hinterhand. Möglicher die 4,8 Millionen. Oh, was? Wir hätten noch weniger bieten können. Das ist mir halt so ein bisschen heikel. Ich möchte nicht zu niedrig die Preise ansetzen, weil ich dann Schiss habe, dass die Verhandlungen platzen. Deswegen biete ich immer ein bisschen mehr. Ich bin da sehr großzügig. Alleine deswegen sollten die Spieler zu uns kommen, weil wir einfach so großzügig sind. So, also, neuer Linksverteidiger, rein ins Teammanagement. Machen wir direkt. Und zwar ziehen wir Jongwa jetzt einen nach vorne. Neuer linker Mittelfeldspieler. Krodowski muss leider weichen. Wagner, neuer Linksverteidiger. Der ist auch ja, relativ stabil. 78 Tempo. Schwacher Fuß hat er auch 3 Sterne. Spezialbewegung braucht er jetzt nicht unbedingt. Playstyles, er hat diese Batterie, er hat diesen Anglerhaken und er hat diesen, hier steht es ja, also einmal abdrängen, einmal abfangen und einmal unerbittlich. Größere Erholung in der Halbzeitpause, längeres sekundäres Zustellen, schnelleres Sprint, Abdrängen und erhöhte Reichweite braucht man alles. Bisschen internationale Erfahrung. Vielleicht gelingt es ja Kai Wagner über Münster nochmal in die Nationalmannschaft. Das sind ja dann auch so Geschichten, die halt auch nur der Fußball schreibt.
dann gehen wir jetzt mal rein. Ihr seht, ich komme hier gar nicht aus dem Reden raus. Wir machen direkt weiter hier mit unseren Jugendspielern. Ich hatte nämlich 2 Scouts entsendet, und zwar einmal Stürmer aus der Elfenbeinküste, da hatte ich aber Nacho Ferry noch nicht. Und hier ZTM nochmal nach Kroatien auf dem Balkan. Ich brauche einfach irgendwie Leute mit Messern zwischen den Zehen. Und da sind die Kroaten auch unter anderem berühmt dafür. Viele aggressiv, aber positiv gemeint aggressive Spieler. Wir gucken jetzt aber erstmal hier rein, Elfenbeinküste, ob wir da eventuell einen Ersatz hätten oder beziehungsweise Leute. Oh ja, haben wir auf jeden Fall. Serge Armani, der ist aber auch erst 15 leider. Spieler verpflichten, der wird aber erst in unserer Jugendmannschaft, die sind auch, ja, die sind 15 hier, 16. Ah, den müssen wir uns schon eigentlich holen. Der 76, Potenzial bis 94. Verfügbare Rollen 4. Playstyles auch ganz okay. Was ist mit ihm hier? Boah, die würde ich mir alle gerne mitnehmen. Also den auf jeden Fall. Den hole ich mir auf jeden Fall. Und Emmanuel Arnaud müssten wir eigentlich auch mitnehmen. Der ist auch schnell. Guck mal, der hat 78 bis 88 Tempo. Und die anderen müssen dann auf der Strecke bleiben, oder wie? Ich kann ja nicht alle mitnehmen. Irgendwann ist meine Jugendmannschaft auch wieder voll. Die lehne ich hier leider mal ab. So leid mir das tut, aber wie gesagt, von 100 Jugendspielern schaffen es vielleicht 2 oder 3 in den bezahlten Profifußball. Das ist halt heutzutage so. So, Croatia. Ach, der Bug ist wieder da. Na super, meine kroatischen Talente können auch wieder nicht gesichtet werden. Das heißt, ich muss jetzt, seid ihr live dabei, ich muss jetzt erst wieder einen Scout verpflichten. Ich mache jetzt mal den billigsten hier. Dariusz Grabowski aus Polen. So, vielleicht geht das jetzt. Wenn ich jetzt nämlich... Ah, jetzt geht das. Guck mal, jetzt können wir auch den Underscrout wieder entlassen. Das ist so lächerlich teilweise. Okay, da sind nicht so gute Leute. Also was heißt nicht so gute? Haben auch ein gutes Potenzial, aber im Vergleich zu den Leuten aus der Elfenbeinküste jetzt nicht so gute Leute mit dabei. Das war leider mal ein Reinfall. Aber ich gucke mir mal die Leute aus der Elfenbeinküste an. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, Arnaud habe ich da gerade schon gesehen. Den neuen Mann. Guck mal, Serge Armani hat eine 62, der ist halt 15. Wenn der 16 ist, ziehe ich den hoch. Und Emmanuel Arnaud hat eine 61. Okay, wäre eventuell auch ein Ersatz, eine Möglichkeit, den hochzuziehen. Horvath, das sind auch alles Leute, die können wir hochziehen. Serge Samak, der hat halt eine 58, aber hat ein gutes Potenzial. Ich glaube, wenn wir den verliehen bekommen für ein halbes Jahr, ich überlege mir das nochmal. Ich muss mir das offscreen ein bisschen überlegen. Ich möchte jetzt hier nicht so viel Zeit verschwenden. Ich wollte eigentlich so eine kurze Transferfolge, kurz und knapp, dass ihr auf dem neuesten Stand seid. Jetzt haben wir Kai Wagner verpflichtet, wir haben Nacho Ferry. Und jetzt haben wir halt auch nicht mehr so viel Geld, glaube ich, zur Verfügung. Ne? Wir haben jetzt noch ganze 6 Millionen. Das wird halt knapp mit den Leuten, die ich gerne verpflichten möchte. Die werden noch ein paar Tage beobachtet. Und dann würde ich sagen, steht der Kader für die neue Saison. Dann gucke ich mal, ob schon irgendwas wegen der Conference League, ob wir da schon irgendwie Benachrichtigungen bekommen, dass wir... Achso, wir haben 11 aktualisierte Scouting-Berichte. Moment, da gehe ich gerade mal rein. Ja, was haben wir hier? Okay. Und wahrscheinlich auch die ganzen Jugendspieler, oder? Ach, jetzt kann ich nach unten scrollen. Scout-Bericht für Carsten Chambers. Okay, mal gucken, ob ich da schon irgendwie Ergebnisse habe. Gut, 5,6 Freigabesumme. Heißt, er wird auch ein bisschen Geld kosten. Svetinovic, Rasmus Carstensen genauso dabei. Also die sind alle bezahlbar. Aber ich muss mich halt für einen entscheiden. Das ist die große Frage. Vielleicht lasse ich da auch irgendwie eine Abstimmung laufen im Community-Tab. Den wollte ich ja auch dieses Jahr mal öfter auf jeden Fall benutzen. Ah, nee, warte mal, abbrechen. Ganz ruhig bleiben hier. So, also ich glaube, ich werde mal die Umfrage starten oder auch nicht. Weiß ich nicht. Ihr werdet es ja dann sehen. Schwartau in 3 Tagen zu Ende. 3 Tage, 2 Tage. Okay, wisst ihr was? Wir spulen nochmal vor. Wir haben ja noch die Zeit, die 3 Tage. Wir haben noch 11 Tage bis zum Saisonstart. Die 3 Tage, die können wir jetzt auch noch abwarten, bis die letzten Scout-Berichte hier durch sind. So weiter. Ihr seht, ach, Lombardia FC verpflichtet Jordan Pickford. Naja. Real Madrid gewinnt den Superpokal, wer hätte es gedacht. So, jetzt müssten, glaube ich, die Scouting-Berichte durch sein. Nikolai Remberg hat ein Angebot erhalten, da gucke ich jetzt auch gerade nochmal rein. Das ist halt auch immer das, wo wir dann auch quasi einlenken müssen, wenn die uns ein gutes Angebot machen. 3,2 Millionen, wurde direkt mal abgelehnt, okay. Ich hatte gar nicht die Chance, irgendwas zu machen. Luka Perkovic genauso. Das wird noch ziemlich heikel. Also, wir gucken jetzt mal auf den Transfermarkt. So, ich versuche natürlich, je nachdem, wie viel Geld wir zur Verfügung haben. Also, Schwartau wäre bezahlbar. Diaun können wir von der Liste nehmen. Der wird nicht beobachtet. Warum wird der nicht beobachtet? Scouting Beginn. Finlay Buckley, der sollte eigentlich auch beobachtet werden. Der hat eine Freigabesumme, wie gesagt, von schlappen 97 Millionen. Warum auch immer. So, Chambers wäre bezahlbar. Der kann Linksverteidiger und Innenverteidiger spielen. Dann haben wir Arthur Chavez, das wäre bislang der Beste. Der hat eine 73. 3,8 Millionen wäre auch irgendwie zu holen. Mohamed Dabar ebenfalls 65er Gesamtstärke. Ibrahim Ali.
und Mladen Cvetinovic. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6 Spieler. Man kann im Community-Tab, glaube ich, nur 5 Leute auswählen. Ich werde mal eine Umfrage starten im Community-Tab und ihr stimmt mal ab, wen ich noch holen soll. Hier haben wir noch Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, der kann aber auch Innenverteidiger spielen. Also auf der Suche nach der Innenverteidigung oder nach einem offensiven Mittelfeldspieler habt ihr die Wahl zu entscheiden, wen ich holen soll. Also rein in die Community-Tab, nachdem ihr die Folge geschaut habt und stimmt ab, welchen Spieler ich verpflichten soll. Das gebe ich euch mit auf die Hand. Ich gebe euch auch noch schöne Grüße für 2025 mit auf den Weg. Ich hoffe, eure Ziele, eure Vorstellungen, die Sachen, die ihr euch vorgenommen habt, schafft ihr zusammen mit Freunden, mit Familien. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß habt wie ich, auch in diesem Jahr hier auf meine Videos. Ich bin wirklich gespannt, wo die Reise hingeht. Natürlich EAFC wird so der Hauptcontent sein. Vielleicht mache ich auch ein paar andere YouTube-Videos im Bereich Fußball. Vielleicht gehe ich auch mehr auf die Shorts-Schiene und werde ein paar Shorts hochladen. Da bin ich gerade mit einem Videocutter in Besprechung. Also, und Livestreams natürlich. 10 bis 15 Stück habe ich mir vorgenommen auf Twitch. Vielleicht ist da schon der erste rausgekommen. Vielleicht mache ich in der nächsten Zeit mal den ersten. Ja, aller Anfang ist schwer, aber ich habe mir das jetzt vorgenommen. Und ich möchte das auf jeden Fall bis Silvester 25 durchziehen. Also macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, lasst auch gerne ein kostenloses Abo da, um die Karriere hier nicht zu verpassen. Es wird sehr, sehr wild, sehr, sehr spannend. Wir sind in der Conference League unter anderem vertreten. Also mehr Argumente, glaube ich, braucht's nicht. Also macht's gut und euch einen guten Start ins neue Jahr.